Ihre App noch persönlicher zu gestalten, werden jetzt die Einstellungen der Z21-App genauer erklärt. Auch das Layout der Einstellungen ist sehr übersichtlich gestaltet. Nach diesem Stil wurde auch zu jeder Einstellung eine Erklärung hinzugefügt. Ganz oben sind die App-Einstellungen. Dort lässt sich die App zuerst optisch nach eigenen Vorlieben gestalten. Es kann eine Farbe gewählt werden und die Textgröße und Sprache eingestellt werden. Außerdem kann zwischen den Steuerungstypen Normal und Differential gewählt werden. Die normale Steuerung steuert Ihre Lokomotiven immer in der Geschwindigkeit, wo der Geschwindigkeitsregler von Ihnen berührt wird. Als Beispiel: Falls Sie eine sehr niedrige Geschwindigkeit eingestellt haben, müssen Sie den Regler nur weiter oben berühren und die Geschwindigkeit schnellt sofort nach oben. Die differentiale Steuerung regelt die Geschwindigkeit Ihrer Loks relativ, je nachdem, in welche Richtung Sie Ihren Finger bewegen. Als Beispiel: Der Geschwindigkeitsregler ist gerade mit sehr hoher Geschwindigkeit eingestellt. Obwohl Sie den Regler weit unten berühren, schnellt die Geschwindigkeit nicht sofort herunter. Egal wo Sie ihn berühren, die Geschwindigkeit nimmt zu, wenn Sie Ihren Finger nach oben bewegen und ab, wenn Sie ihn nach unten bewegen. Weiter unten finden Sie eine Vielzahl weiterer Einstellungen, mit denen Sie viele Funktionen der App nach Ihren Wünschen verändern können. Der zweite Punkt der Menüliste links ist Z21-Einstellungen. Dort ist die Standard-IP-Adresse der Z21 eingestellt, aber Sie können hier auch eine andere IP-Adresse eingeben, zu der Sie sich verbinden möchten. Mit einem einfachen Klick können Sie sich dann mit Ihrer Z21 verbinden. Wenn der Z21-Statusschalter in der Ecke rechts oben blau leuchtet, wissen Sie, dass Sie mit der Z21 verbunden sind. Dann erhalten Sie auch sofort einige Informationen über den Status Ihrer Z21 und wieder einige Einstellungsmöglichkeiten. Somit wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrer Z21-App.